Willkommen zum US-Kreditkarten-Talk. Long time no see, wie man im Englischen so schön sagt. Ich habe mich wieder an die Kandare genommen und habe gesagt, ich muss damit starten und ich habe so lange wieder rausgezögert. Ich entschuldige mich dafür. Also insofern, wir fangen jetzt damit wieder richtig an. Und ihr wisst ja alle, die finanzielle Freiheit beginnt in den USA. Das ist ganz, ganz wichtig, denn die amerikanischen Kreditkarten geben so viel Freiheit. Und wir starten heute neu, aber diesmal wirklich richtig. Ich verspreche es euch. Indianer, Ehrenwort. Kreuzte Finger, keine überkreuzten Finger. Also ihr seht, ich habe es mir wieder fest vorgenommen. Und wenn du wissen willst, wie du die amerikanischen Kreditkarten strategisch nutzt, wie du 0% Kreditkarten bekommst, wie du mehr Status bekommst, wie du mehr Geld für deine Punkte bekommst, in Anführungsstrichen, und wie du halt deine Finanzierung eventuell in den USA richtig schön darstellen kannst, die in Europa vielleicht nicht funktioniert, das ist genau dann der Kanal für dich, wo du dann halt auch echte finanzielle Freiheit dir aufbaust. Also hier, dafür sind wir hier da. Und ich muss mal gucken, dass ich für vielleicht ein Logo mache oder sowas. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Aber ihr wisst ja immer, wir haben ja auf School unseren Kreditkarten-Talk, da könnt ihr gerne drauf kommen. Viele sind ja schon da. Lass uns direkt einsteigen in die Themen. Und zwar das erste Thema, was ich mit euch wirklich nochmal besprechen möchte in der ersten Sendung, ist halt, dass US-Kreditkarten dein Leben verändern können. Denn die US-Kreditkarten funktionieren anders als die europäischen Kreditkarten. Und das muss man halt wirklich mal festhalten. Denn in Deutschland bekommst du als Selbstständiger manchmal nicht mal 5.000 Euro Kreditlinie. In den USA ist das eher im unteren Bereich, die 5.000. Du kannst richtig aufgepasst 50.000 bis 250.000 Kreditlinien bekommen in den USA. Das ist so. Man muss das halt natürlich strategisch aufbauen. Man muss das natürlich konsequent strategisch machen. Aber das ist halt wirklich auch mit 0% APR, also mit 0% Zinsen für 12 bis 18 Monate zum Beispiel kombinierbar. Man kriegt also Kapital, um es zu investieren. Man hat bei vielen Karten auch keine Jahresgebühr oder die Jahresgebühren werden mit Versicherungen und so weiter wie in Deutschland verfeinert. Aber die Punkte haben halt höheren Value. Dann das Bonussystem in den USA, das findet man in Deutschland ja gar nicht ansatzweise. $1 ein Punkt. Man hat also alleine durch den Währungsvorteil schon mehr Punkte. Dann hat man den Vorteil, dass in den USA, und das muss man ja der Ehrlichkeit halber immer wieder sagen, dass man in den USA wirklich wesentlich mehr Partner auch hat, wo man die Punkte rüberschieben kann. Und amerikanische Kreditkarten, die Businesskarten schlagen nicht auf deinen persönlichen Score durch. Das heißt also, in den USA kann man wesentlich viele Dinge machen, die flexibel möglich sind. Und man kann halt auch mit den richtigen Strategien echtes Vermögen aufbauen. Und man kann diese 0% APR-Karten benutzen, um zum Beispiel in Immobilien zu investieren. Wir haben auch Leute, die haben in Krypto investiert und. Also wir sprechen darüber, wie du das legal, sauber und konsequent nutzen kannst, für dich umsetzen kannst, wo auch du dann davon profitierst strategisch. Da es ja quasi wieder so die erste Sendung ist, muss man ja der Ehrlichkeit sagen, fangen wir wieder bei Adam und Eva an, also vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Naja, nicht ganz. Aber ich möchte doch für die Leute sagen, die neu in dem Kanal sind, dass die Kreditkarten strategisch aufgebaut werden müssen. Das heißt also, wenn du neu bist, dann solltest du dir Gedanken machen, welche Kreditkarten du nimmst. Welche Karte zuerst? Also das heißt zum Beispiel, dass man halt mit Beginnerkarten anfängt. Da gibt es von Chase zum Beispiel die Freedom Rise als Karte. Oder es gibt sogenannte Karten, die sind secured, also Karten, die gesichert sind. Das sind Karten, mit denen man aufsteigen und anfangen sollte. Warum sollte man nicht sofort Amex nehmen? Man sollte nicht sofort Amex nehmen, weil man teilweise dafür gar nicht akzeptiert wird. Die Leute, die eine Amex in Deutschland haben, die in Österreich die Amex haben, die haben Glück, die können über den Global Transfer das machen. Die können direkt eine Amex nehmen, aber für euch, die ihr keine habt, da geht es dann in den USA mit der Amex gar nicht erst los. Warum? Weil natürlich Amex von dir erstmal wissen möchte, wer du bist. Und du machst halt mit dem Global Transfer den Umswitch. Heißt also, die Amerikaner gucken in Deutschland und sagen, wie hat er sich benommen, alles klar, können wir machen, können wir nicht machen. Dann das nächste Thema ist, du brauchst ein amerikanisches Bankkonto. Man kann viel mit Wise und Revolut machen, ja, ich weiß, und das ist auch so. Aber man muss halt wirklich gucken, welche Banken lieben dich, welche Banken lieben dich nicht, muss man ehrlich fragen. Und es gibt Banken, die sind besser oder schlechter in den USA.
Es gibt auch Debitkarten, die man nicht anfassen sollte, oder es gibt auch Dinge, die man nicht machen sollte, weil zum Beispiel einfach nachteilig sind. Auch wild Kreditkarten beantragen ist kein guter Weg. Also, deshalb geht es strategisch an, guckt euch auch das Thema Credit Score an, denn es ist kein Hexenwerk, das ist ein Tool, was man strategisch nutzen kann für euren Vorteil. Und gerade da ist es so, bei dem Credit Score und bei der Sicherheit ist es so, dass wir da schauen sollten, dass wir strategisch einen Credit Score aufbauen. Man kann jetzt natürlich sagen, hey, ich baue mit euch in 90 Tagen den Credit Score auf. Ist ein bisschen schwierig. Das ist ein Projekt. Das heißt also, das dauert ein Jahr ungefähr. Also man hat dann schon Kreditlinien. Wir haben auch Leute, die haben nach einem Jahr 50.000, die haben auch einige mehr. Aber ich verspreche halt grundsätzlich keine Zahlen, weil es immer individuell ist und weil auch die eigenen Möglichkeiten in Betracht gezogen werden müssen. Und vor allem auch, man muss halt immer im Hinterkopf behalten, jeder Fall ist leider anders. Ihr könnt aber, wenn ihr das Ganze strategisch aufbaut, Limiterhöhung bekommen. Ihr könnt, wenn ihr strategisch aufbaut, dann gucken, dass ihr auch die Fraud Detection Einstellungen so optimiert, dass ihr damit keine Probleme bekommt, weil ihr benutzt ja die Karten außerhalb Amerikas. Also da gibt es so ein paar Kniffe, die man benutzen kann. Und Datenlecks sind leider in den USA halt ein Thema, aber da kann man sich auch vor schützen. Heißt also, wir reden hier auch über Themen, die hier kaum einer versteht, wo das Potenzial liegt, wo der Vorteil liegt, wo das Thema genau am Schopf gepackt werden kann. Warum American Express in Deutschland zunehmend auch Probleme macht, muss man sich angucken. Das hat ja alles einen Grund. Warum 2026 alles dokumentieren muss, was du auf der Amex machst, warum die Zukunft in den USA auch für dich deutlich flexibler ist. Also man muss da aufpassen, welche Ausgaben und Umsätze man macht. Und jetzt lasst uns einfach mal schauen, Kreditkarten in den USA, Kreditkarten in Deutschland im direkten Vergleich. Was gibt es da für Unterschiede? Also, man muss nicht immer alles alleine machen. Wir wollen mit unserer Community und mit unserer Dienstleistung, da mache ich keinen Hehl drauf, wir verdienen Geld auch dran, dass wir euch unterstützen, dass wir euch da unter die Arme greifen, dass ihr in Amerika erfolgreich seid mit eurer finanziellen Identität. Und da sage ich euch ganz klar, da gibt es Möglichkeiten. Heißt also, wir haben ja damit auch die School-Gruppe gestartet. Die ist für euch offen. Ihr könnt euch da anmelden gegen Gebühr, kostet Geld, weil irgendwie muss die ganze Chose hier bezahlt werden. Ne? Und ihr wisst ja, wie Oma immer sagte, was nichts kostet, ist nichts wert. Deshalb unterstützt mich auf diesem Weg. Vielen Dank dafür. Das heißt also, ihr bekommt dort Bankempfehlungen, Kreditkarten, Roadmaps und ihr kriegt natürlich da auch Fragen beantwortet. Wer mich persönlich sehen möchte, treffen möchte, reden möchte, kann das tun. Und zwar in München und in Frankfurt. Am 6.2. bin ich in Frankfurt, am 7.2. bin ich in München. Da haben wir Stammtische mit Deep Dive und Q&A-Möglichkeiten. Das heißt also, ihr könnt auch einen Zeitslot mit mir buchen und könnt dann am Stammtisch teilnehmen. Stammtisch fängt um 18 Uhr an. Ich selber bin früher schon vor Ort. Das heißt also, wir können auch persönlich darüber reden. Ja, dann ist natürlich die Frage, was kommt auf dem Kanal? Was erwartet euch hier? Und zwar in den nächsten Wochen sprechen wir natürlich über APR, Zero APR Kreditkarten. Was ist das? Wir sprechen über die Karten, die jeder Einsteiger kennen muss. Wie du Kreditkarten nutzt, um vielleicht Immobilien zu finanzieren. Wie du Kreditkarten nutzt, ohne dass du Opfer von Fraud wirst. Wie du Live Credit Card Rankings machen kannst. Heißt also, wie wir die Karten bewerten. Ich werde auch Leute einladen, die mit mir in den Call kommen. Also, wenn du jetzt smarte finanzielle Entscheidungen treffen willst, wenn du von Europa unabhängig werden willst und ein 20. Standbein haben möchtest, dann abonniere den Kanal. Dann komm hier zu US Kreditkarten Talk und du kannst auch gerne hier unten kommentieren oder auf School kommentieren, welche Kreditkarten aus den USA du hast, wo du gerade stehst mit deiner Journey, ob du keine Kreditkarten hast. Planst du ein US-Konto? Welches Setup planst du? Lasst uns darüber einfach mal sprechen und das ganze Thema strategisch angehen. Und ja, ich verspreche euch an dieser Stelle, ich werde regelmäßig senden. Samstags und Mittwochs habe ich mir vorgenommen. Also vielleicht nicht jeden Samstag, vielleicht nicht jeden Mittwoch, aber doch mehr, einmal pro Woche mindestens. Und wenn ihr mich vermissen solltet, ich habe hier noch den anderen Kanal, Frequent Traveler TV, Deutsch. Da können wir dann gerne auch über die Themen sprechen. Ich freue mich auf eure Kommentare hier unten. Ich freue mich auf eure
euren Support, auf eure Unterstützung, auf eure Fragen und auf die Community und euch persönlich kennenzulernen. So, das ist die erste Sendung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwann mal auch Abspanns mache. Aber es wird halt einfach wieder raw angefangen. Also, danke euch, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Sendung.